Was wird die Rezession und das ganze anstehende wirtschaftliche Chaos bringen? Die Vernichtung all deiner investierten Gelder oder vielleicht eine einmalige Chance auf generationsübergreifenden Wohlstand? Kauft man jetzt Aktien, die fallen und fallen und fallen und greift man hier schmerzhaft in das fallende Messer? Oder stapelt man lieber Cash-Reserven, um dann ganz unten zuzuschlagen, verbrennt aber Cash, während man wartet, denn die Inflation sorgt dafür, dass du im Moment wirklich zusehen kannst, wie dein Cash immer weniger wert wird und dadurch immer weniger Kaufkraft hat. Schwierige Fragen, die wir uns heute stellen. Bevor wir uns aber angucken, was dieser kleine Chihuahua dazu zu sagen hat, will ich dir unbedingt jemanden vorstellen. Das hier ist der Transkriptomat. Hallo Wauzi. Hi, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du mich bei diesem Video unterstützt. Immer gerne, mein Wauzi. Der Transkriptomat ist nämlich auch eine Webseite, auf der du Audio- und Videodateien rucki-zucki in Text umwandeln kannst und wenn du wünschst, dann wird dieser Text auch gleich in die passenden Untertitel umgewandelt. Zum Beispiel habe ich die Untertitel zu diesem Video auch mit dem Transkriptomat erstellt und noch geiler, der Transkriptomat übersetzt dir deinen Text auch gleich noch in andere Sprachen. Die englischen und spanischen Untertitel hier sind also auch vom Transkriptomat und das finde ich natürlich muy bien. Ich muss sagen, ich als kleiner Hundi kann mit meinen Pfoten ja eh nicht so schnell tippen, da finde ich es eine riesen Erleichterung, einfach Sprachmemos aufzunehmen und mir das Ganze dann vom Transkriptomat schreiben zu lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass dafür jeder irgendwo Verwendung hat. Auf der Arbeit, in der Schule, bei den Hausaufgaben oder vielleicht hast du ja auch einen YouTube-Kanal und willst die Untertitelfunktion nutzen, um internationales Publikum anzuziehen. Ich sage also, geh du gleich mal auf die Seite transkriptomat.de und markier dir das Ding auf jeden Fall als Lesezeichen. Irgendwann wird der Tag kommen, wo du das gut gebrauchen kannst. Ich pack den Link unter das Video. Also, ich bin Fan und deshalb nochmal vielen Dank, Brudi, für die Unterstützung bei diesem Video. Gerne, Wauzi. Aber ich würde sagen, jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video. Lass dein Intro laufen, let's go. Wall Street, Wauzi. Wall Street, Wall Street, Wauzi. Okay, es ist zurzeit nicht leicht am Aktienmarkt und technisch gesehen ist 2022 bis jetzt das schlimmste Jahr, um Aktien zu kaufen seit der großen Depression in 1930. Und da gibt es natürlich auch noch einige Leute, die sagen, es wird noch schlimmer. Gründe, warum das noch schlimmer werden soll, findet man sicher viele. Da kannst du dir mal den schönsten aussuchen. Wichtiger ist die Antwort auf die Frage, was machst du jetzt und was machst du, wenn es noch schlimmer wird? Kaufst du jetzt Aktien und musst damit leben, dass sie immer weiter fallen und du dann wieder nachkaufst und dabei zusiehst, wie deine Positionen immer weniger wert werden? Oder sitzt du an der Seitenlinie und wartest, bis der Boden erreicht ist und dann nimmst du dein Cash und kaufst Big Time. Allerdings musst du ja in der Zeit auch zusehen, wie dein Cash immer weniger wert wird. Und da gibt es streng genommen keinen Boden. Das fällt ins Unendliche. Je nachdem wie alt du bist, haben dir deine Großeltern oder Urgroßeltern erzählt, dass sie für einen Groschen ins Kino gegangen sind. Einen verwauzten Groschen. Und heute kostet das im Sparpreis, weiß nicht, 10 Euro. Und du kannst dich noch erinnern, als es nur 5 gekostet hat und so weiter. Und vorausgesetzt, es wird dann noch Kinos geben, dann wirst du deinen Enkeln von der guten alten Zeit erzählen, als Kino noch 10 Euro gekostet hat. Das meine ich damit, dass deine Kaufkraft immer weiter ins Bodenlose fällt. Also, was macht man? Buy the dip? Zahlreiche Studien haben ergeben, dass es seit jeher die beste Strategie war, einfach kontinuierlich weiter und weiter zu investieren, in guten wie in schlechten Zeiten, vor allem in schlechten Zeiten und Dollar-Cost-Averaging zu betreiben, also einfach deinen Aktieneinkaufspreis zu vergünstigen und vor allem in einer Zeit, in der der Aktienmarkt potenziell noch jahrelang nach unten laufen kann oder einfach nur seitwärts, ist das etwas, was man sich unbedingt in Erinnerung rufen muss. Und hier sollte man diese Phasen ausnutzen. Klar, das macht nicht unbedingt Spaß zu sehen, wie es weiter und weiter dippt, aber ich habe hier noch ein Beispiel gefunden. Hättest du in den S&P am höchsten Punkt der Dotcom-Blase in 2000 investiert, dann wäre der Punkt bis Ende 2012 nicht mehr erreicht worden, also 12 Jahre seitwärts und am Ende des 12. Jahres hättest du dann doch eine Rendite von 4,66% eingefahren und mit Dividenden, die du kassiert hast, wären es dann aber doch 32,53%.
Wenn du aber einfach jeden Monat konstant investiert hättest, egal wo der Kurs stand, dann springt die Rendite auf 24,2% und sogar 42,35 inklusive Dividenden. Wichtig ist natürlich, dass auch Cash da ist, um konstant weiter und weiter zu investieren. Denn natürlich, desto tiefer der Einkaufspreis, zu dem du dann obergeile Unternehmen einsammeln kannst, desto größer ist die Chance, am Ende wirklich lebensverändernde Renditen einzufahren. Und da wäre es natürlich ärgerlich, wenn einem beim Dip-Kaufen auf dem Weg nach unten das Cash ausgeht. Lass uns nochmal einen Blick auf eine beängstigende Grafik von Ray Dalio werfen. Hier siehst du die Short-Term und Long-Term Debt Cycles, also die Kurzzeit- und Langzeit-Schuldenzyklen, wobei Kurzzeit hier bedeutet, dass man über eine Zeitspanne von 5 bis 10 Jahren redet. Zinsen wurden gesenkt und gesenkt, es wurde immer leichter für alle, sich zu günstigen Konditionen zu verschulden, Firmen, Staaten und so greifen beherzt zu. Aber das Ganze geht nur so lange, bis es nicht mehr geht. Und dann wird es richtig hässlich. Und der Langzeitschuldenzyklus beginnt sich zu drehen. Und lange Zeit bedeutet lange Zeit. Eine Zeit, bei der die wirklich wahre Erholung möglicherweise von vielen Zuschauern, wenn ich so auf das Durchschnittsalter schiele, nicht mal mehr miterlebt wird. Puh, harter Stoff, oder? Also, wenn wir jetzt hier sind, klaro, dann wäre es die geilste Sache rumzusitzen und hier zuzuschlagen. Das ist eine Gelegenheit, von der noch deine Enkelkinder profitieren werden. Aber wer weiß schon, ob du das erwischst oder nie genau weißt, wann der Boden da ist oder war und einfach nie zuschlägst. Daher plädiere ich dafür, kaufe auf dem Weg nach unten und stelle unbedingt sicher, dass dir selber das Cash nicht ausgeht. Und ich habe eben mit Absicht gezeigt, dass wir möglicherweise hier sind, denn der S&P ist immer noch nicht richtig günstig bewertet, wenn man auf das historische KGV schaut. Daher bleibe ich dabei, hier auf gute, solide Einzelunternehmen zu setzen, denn da kannst du das Elend besser abschätzen und kannst sehen, wann diese wirklich schön günstig bewertet sind. A rising tide lifts all boats und umgekehrt. Wenn es bergab geht, dann werden die guten Unternehmen mitgenommen, berechtigt oder nicht. Achte darauf, dass du gute Unternehmen kaufst, gerne billig. Dann geht es nicht von hier bergab, sondern von hier. Die Unternehmen sind im besten Fall so aufgestellt, dass sie in vielen verschiedenen Ländern operieren und auf diese Weise global diversifiziert sind. Das Ganze gibt dir ein zusätzliches Sicherheitsnetz. Ich hoffe, du bist für das, was da noch kommt, an unserem geliebten Aktienmarkt gut aufgestellt und lässt dir diese möglichen Chancen nicht entgehen. Ich weiß, die Welt kann einem manchmal recht schlecht erscheinen und viele Sachen, die zurzeit abgehen und in den letzten Jahren so passiert sind, können einem ganz schön zu schaffen machen. Und vor allem ist eine Rezession ja nicht nur eine Chance auf der einen Seite, sondern auch reelle Angst auf der anderen. Angst um den Job, den Lebensstandard, Ängste, die einige zurzeit vielleicht haben oder da schon kämpfen müssen. Und da wollte ich jetzt einfach mal sagen, wenn es dir da zurzeit schlecht geht, dann Kopf hoch. Ich bin zwar nur ein kleiner Chihuahua aus dem Internet, aber ich glaube an dich und ich hab dich lieb, denn du bist eines von den Guten, ganz bestimmt. Ich wollte nur, dass du das weißt, denn du als mein Zuschauer gibst mir ja auch immer viel Motivation und ich danke dir. Back to business. Denk noch dran, den Transkriptomat auszuchecken. Link ist wie gesagt unter dem Video. Hier ist ein weiteres Dankeschön an dich. Ein Video mit 9 Dividendenaristokraten, die jetzt mal einen Blick wert sind für lecky Dividende. Das war's von mir, deinem Wall Street Wauzi, aka The Wouts of Wall Street, aka Leonardo Di Wauzzian. Peace out!